Willkommen in unserem neuen Zuhause. Es gibt News. Erste Fahrt im neuen Tag. Krasses Teil. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns mit Neuland Stories. Wir haben gerade unseren ersten Kaffee-Intus und ein kleines Frühstück. Noch sind wir in Groot in unserem Van, aber ich glaube, es ist Zeit für Veränderung. Denn wir haben einen neuen Van! Ich glaube, wir machen das jetzt schon seit 1,5 Stunden, vielleicht sogar 2. Umziehen dauert immer länger, als man denkt. Und im Van sowieso. Willkommen in unserem neuen Zuhause. Das Bett sieht irgendwie ähnlich aus. So viel Unterschied sieht man, glaube ich, gar nicht. Aber wir zeigen euch gleich mehr Details. Los geht's, erste Fahrt im neuen Van. Erste Fahrt im neuen Tag. Einfach alles ist anders beim Fahren. Alles viel neuer, Automatik und Co. Wir sind jetzt ein bisschen gefahren und machen aber einen kleinen Zwischenstopp, denn wir haben Hunger und haben eine richtig coole kleine Maple Grove Farm gefunden und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an und hoffen, dass es da was Leckeres zu essen gibt. Alles mega lecker aus. Ich habe mir jetzt so eine kleine Mini-Frittata und Baguette und Basti hat sich so ein Breakfast-Sandwich bestellt und wir holen uns jetzt gleich noch einen Muffin und noch einen Kaffee. Kaffee ist es nie zu spät. Noch nicht mehr alleine. Wir haben uns hier mal wieder mit den Toasters getroffen. Wir haben jetzt erstmal noch hier hinten geparkt. Ist ganz schön windig geworden. Und aus dem kleinen Zwischenstopp nur was zum Essen. Ist ein kleiner, kurzerer, längerer Aufenthalt geworden, weil man kann hier ganz schön noch was machen. Unter anderem Basketball, Cornhole. Sie haben ein paar Tiere hier, die man besuchen kann. Und hinten gibt es noch ein Maislabyrinth, was wir natürlich auch auf jeden Fall auschecken wollen. How to keep Basti busy. Ah, wohl nix.
Basti will unbedingt noch eine Runde Cornhole spielen. Ich finde es langweilig. Du hast nur Angst zu verlieren. Abgezockt hat sie mich. 180 habe ich, easy peasy. Mit einem krassen letzten Wurf. Ja. 3 Säcke versenkt. Pam, pam, pam. Es gibt hier aber nicht nur Spiele, sondern es gibt hier auch kleine Tiere. Am Wochenende sogar noch ein paar mehr, aber unter der Woche sind nur die kleinen Schweinchen hier. Und die sind so süß. Was hast du dazu zu sagen? But she didn't really want to play, I don't think. I really think that what she wanted. Die denkt noch nicht mal drüber nach, auf mich zu warten. Oder ob man nicht vielleicht doch in die andere Richtung gehen muss. Oder links oder rechts. Basti? Lost. Wir folgen Peppy, die uns hier rausbringen soll, aber irgendwie hat Peppy andere Ideen, weil sie läuft immer zwischen dem Mais und nicht auf den Wegen. Wir waren jetzt schon mal wieder am Eingang. We are lost. Das ist der richtige Weg. Next item. 4 von 7. Und jetzt müssen wir nur noch den Code rausfinden vom Fahrrad und wir können zumindest mit dem Fahrrad fahren. Woohoo! Made it! Das hat definitiv Spaß gemacht. War eine gute Pause, um mal den Kopf abzuschalten, und wir fahren jetzt noch ein Stück weiter und haben dann da einen Stellplatz für uns gebucht. Wahnsinn, wie einfach der Indian Summer schon wieder voll im Gange ist. Vielleicht ein kleiner Vorteil, naja, auf jeden Fall schön, dass wir das nochmal miterleben dürfen. Und wie fährt sich der Neue? War ganz gut. Automatik hat schon was, ne? Ja, Cruise Control.
Oh oh. Wo sind wir denn hier schon wieder gelandet? Kommt mir auch bekannt vor. Home Sweet Home. Home Sweet Home. Das ist der Schlafplatz, den du für heute rausgesucht hast. Exakt. Kreativ. Aber altbewährt. Oh ja. Es ist aber auch einfach schön hier. Jacke haben wir schon angezogen. Ich mache uns jetzt eine Kleinigkeit noch zum Snacken und dann gesellen wir uns ans Lagerfeuer. Ist auch schon an. Ist auch schon an. Be here at my shoulder. Be here at my side. Be here when the cold night falls and in the morning light. Be here in the autumn when all the colors call. You say peace is just a state of mind. You help me reach it when I leave mine behind. In this city, chaos and dust in our eyes, speeding at our speed, sweetly walking by. Guten Morgen. Das war schon die zweite Nacht in dem neuen Van hier. Wir haben besser geschlafen als letzte Nacht. Trinken jetzt noch unseren Kaffee aus, haben uns ein kleines Frühstück gemacht und dann packen wir hier aber auch schon zusammen und fahren direkt weiter zum nächsten Spot. Und da werden wir dann euch endlich mal dieses Gefährt genauer zeigen. Krasses Teil. When I think about I shine in your glow, you fill me with light. Ja. You say my dreams will soon come true. Maintain belief, I see it for you. Open your hands to accept what you wish. Walk your path, take nobody where it feels high in my soul. When I think about I shine in your glow, you fill me with light, feels high in my soul. When I think about I shine in your glow, spin me around. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem Allbekannten. Allbekannt ist es nicht, aber wir waren schon mal auf dem Stellplatz. Es ist die Elliott Tree Farm, wo sie Weihnachtsbäume für Weihnachten züchten und auch Ahornsirup herstellen. Und es ist einfach irgendwie ein schöner Ort für einen Zwischenstopp. Und wir wissen ja, ihr seid alle gespannt wie ein Flitzebogen und deshalb zeigen wir euch direkt das neue Gefährt.
Willkommen in diesem Monstermobil. Man kann auch richtig den neuen Autoduft hier drin riechen. Also es ist richtig, alles ist niegelnagelneu. Und wie in jedem Van stehen wir direkt, wenn wir reinkommen. So gut wie in der Küche. Hier zu meiner Linken ist der Herd mit wundervollem Ausblick nach draußen. Unterm Herd haben wir so viel Stauraum. Wir wissen gar nicht, wohin mit unserem ganzen Kram. Wir haben so viele Schubladen. Wir wissen gar nicht, wohin mit unserem Kram. Alles hat so viel Platz. Hier oben ist sogar noch ein Regal leer. Auf der anderen Seite haben wir super viele Hängeschränke. Wir können das Obst hier drin verstauen. Ja, alles ist so hochwertig verarbeitet. Es klickt, wenn es zugeht. Wir haben eine super große Spüle wieder hier. Aber das Mega Plus ist, wir haben warmes Wasser. Der Heißwasserboiler unter der Spüle nimmt zwar ziemlich viel Platz weg, aber es lohnt sich so. Es ist so ein cooles Gefühl, das Geschirr mit warmem Wasser zu spülen. Also ziemlicher Luxus und am besten gefällt mir eigentlich die Arbeitsplatte. Die sieht richtig, richtig schön aus. Ja, und auf der anderen Seite haben wir einfach diesen mega großen Kühlschrank. Unser Kühlschrank war vollgestopft im alten Van und hier in dem neuen Van hat einfach alles so viel Platz. Und hinter mir geht's wie in unserem alten Van direkt ins Bett. Das Bett ist auch, ich glaube, 1,40 breit. Es fühlt sich ein bisschen kleiner an oder schmaler, aber mit den Ausbuchtungen hier am Sprinter können wir auch optimal quer liegen. Wir haben hier 2 Oberschränke, wo wir wieder unsere Klamotten reingepackt haben. Und am besten finde ich ja sind die seitlichen Fenster links und rechts. Und wenn man dann morgens aufwacht und das Fenster so aufschieben kann und dann mal rausgucken kann, eine frische Brise kommt rein. Das ist schon echt richtig schön und super praktisch sind auch hier diese Leselampen. Und überm Bett, das ist gerade hier noch versteckt, befindet sich der Max Air Fan. Sprich, wenn es warm ist im Sommer, kann man hier eine richtig schöne Zirkulation haben und frische Luft reinholen. Hier auf der Seite haben wir das komplette Elektronik-Setup mit allen Schaltern für jegliches Licht. Wir haben hier so ein kompletter Display, wo man alles überwachen kann. Wasserstatus, Batterie, wie viel kommt über das Solarpanel rein, wie viel verbrauchen wir. Also einmal komplett alles. Und ein Soundsystem, worüber Basti sich sehr gefreut hat. Hier ist quasi ein Radio verbaut mit Speakern überall und wenn wir die Musik anmachen, ist es hier ein kleiner Partybus. Die 2 Speaker, die Svenny meinte, die sind hier oben in den Türen verbaut, was ziemlich cool ist, weil man dann im ganzen Van die Musik hört. Aber was wir fast mit am coolsten hier hinten finden, sind diese riesen Taschen. Da ist so viel Platz für Wäsche, für Werkzeug oder was auch immer man da verstauen will. Die sind ziemlich cool. Und wenn wir von Platz sprechen, hier drunter ist auch noch jede Menge Platz. Guckt euch das an. So viel Platz, so aufgeräumt. Also aufgeräumt glaube ich nur, weil wir nicht unseren ganzen Kram da drin haben. Was ich mega gut hier an der Lösung finde, ist, dass man alles rausziehen kann. Und man easy peasy alles erreicht und das ist ziemlich cool. Das habe ich bei Groot ein bisschen vermisst, denn da muss man immer ganz schön hinten reinkriechen, um an alles ranzukommen. Richtig viel Platz. Wir haben es erstmal total unorganisiert alles reingeschmissen. Das Nötigste, was wir brauchen. Und was man hier jetzt nicht sieht, hier ist die ganze Elektronik verbaut. Kommt man über eine Tür ran, wenn man muss. Und auf der Seite ist das ganze Wasser verbaut. Großer Wassertank, Dusche. Und was natürlich auch mega cool ist, man kann natürlich warm duschen. Svenny hat ja schon gesagt, hier ist warm Wasser drin. Das auch für die Dusche. Das ist purer Luxus.
Die meisten werden es schon gesehen haben. Das ist ein Mercedes Sprinter und dazu 4x4, 4x4 und mit einer echt genialen Federung. Und das gefällt uns mit am besten, denn man ist auf der Straße fast wie auf Wolken unterwegs. Das ist echt genial. Aber ihr werdet es euch sicherlich gedacht haben, wir haben euch bestimmt keinen Bären aufgebunden, denn das ist nicht unser neuer Van. Das ist der Van von Freunden von uns, die wir hier kennengelernt haben, von den Vancinis. Und Maddie und Jared, die ihr Business haben, bauen genau solche Fahrzeuge aus. Auch unterschiedliche Fahrzeuge. Es sind nicht nur Sprinter, es ist auch ein Transit oder andere Kastenwagen. Das ist ihr eigener. Der ist nagelneu, den haben sie selber noch gar nicht richtig benutzt. Sie waren auf ein oder zwei Treffen, wo wir auch waren. Und wir durften ihn quasi als erstes mal ein bisschen ausführen, ein bisschen nutzen und testen. Und da sind wir mega, mega dankbar dafür. Weil Groot ist in der Werkstatt, wir können ihn gerade nicht nutzen, wir können da auch nicht drin pennen. Und die zwei haben uns angeboten, solange der Van in der Werkstatt ist, können wir ihren Van nutzen. Den brauchen sie gerade nicht. Es ist fast eigentlich eher noch so ein Vorführfahrzeug. Und wenn ihr mal Bock habt, irgendwie ein bisschen Inspiration von den Zweien zu bekommen, denn das ist echt genial, was die ausbauen, das ist total individuell und wir waren total perplex, als wir die Arbeit von den zwei gesehen haben. Die sind nämlich noch echt jung. Schaut mal auf den Instagram-Kanal, wir verlinken den unten und vielleicht hier gerade. Schaut da mal rein, richtig, richtig cool. Und wir werden uns jetzt aber wieder auf den Weg machen und mal gucken, was Groot macht. Es gibt News und zwar gar nicht so schlechte, denn John hat angefangen, alles auseinanderzunehmen hier vorne, wie man sieht, aber noch nicht den Motor, um an die Zylinderkopfdichtung zu kommen, denn er hat herausgefunden, dass der AGR-Kühler auch nicht so richtig gut aussieht. Da sind zwei Schrauben locker gewesen, die Dichtung sieht nicht gut aus und auch Flüssigkeiten haben sich da irgendwie mit rein vermischt. Also die Chance ist groß, dass es vielleicht jetzt doch am AGR-Kühler liegt und nicht an der Zylinderkopfdichtung. Wir haben jetzt noch 2, 3 Sachen für Peppy aus dem Van geholt, aber Groot muss natürlich jetzt erstmal hier bleiben, deswegen gehen wir gleich wieder zu unserem neuen Van oder vorübergehenden Van. Wir werden jetzt noch alle Teile bestellen, dass die hoffentlich so schnell wie möglich da sind und wir werden weiter berichten. Für uns heißt es jetzt aber erstmal Tee trinken und abwarten und hoffen, dass DHL Express seinen Job macht und die Teile so schnell wie möglich hier rüberbringt. So richtig begeistern können wir uns davon aber noch nicht, weil bisher jeder Hoffnungsschimmer, den wir hatten, hat sich dann irgendwie, wurde wieder im Keim erstickt. Deswegen sind wir noch nicht so ganz positiv, aber es ist zumindest eine bessere Nachricht als gar keine Nachricht. Genau. Oder dass der Motor noch weiter auseinandergeschraubt So sieht's werden aus. muss. Also genießen wir das schöne Wetter, das uns gerade der Herbst hier in Kanada beschert. Und ja, melden uns, wenn es Neuigkeiten gibt. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert unseren Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst das Emoji der Woche nicht. Basti, du hast es vergessen. Das ist normalerweise dein Part. Was ist denn das Emoji der Woche? Ein Werkzeug natürlich wieder. Das hatten wir doch schon mal. Dann ist es der Van. Hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Mhm. Ich weiß es. Das Emoji der Woche ist eine Sanduhr. Ja, fürs Warten. Fürs Warten. Okay. Bis dann. Danke. Ende.